Hey Metalheads, ich sitze hier mit Thomas, Holger und André nach einem unglaublich erfolgreichen Wacken 2026. Und ich weiß, ihr legt euch nicht gerne fest, aber ich muss trotzdem fragen, was waren denn eure Highlights? Erstmal moin moin. Erstmal moin moin. Aber für mich, ich bin ein mega Fan, Force aus Chile. Noch nie einer gehört? Metal Battle Gewinner. Mega. Kann man aber auch noch bei Magenta Music gucken. Mega. Unbedingt angucken. Let's go, Green Man! Ja, für mich natürlich Sabina Klaren, Temple of the Absurd, aber natürlich ohne Ende Bands, die auf den kleinen Bühnen haben total abgerockt und nicht vergessen, Heaven Shall Burn auf der LGH Stage. Abriss, total. Das war abgefahren. Habt ihr euch denn zum Beispiel auch mal Electric Bass Boy gegeben oder Paleface Fist, ein paar dieser Bands, die auch vor allem das jüngere Publikum reingezogen haben? Bassboy ganz kurz, da hatte ich aber was zu tun, da ist mir auch gleich einer auf den Fuß gesprungen, weil da war ja die Hölle los. Das war schon fett und dann fand ich natürlich auch den Filmkomponisten Bear McCreary mega mit Alissa, also das ist ja eine Eigenproduktion von unserer Bandproduktion, die haben da mitgeholfen. Mega Thema, also richtig super gemacht. Hat glaube ich auch keiner mit gerechnet, alle kennen die Musik aus dem Kino oder aus dem Fernsehen. Mega umgesetzt. Hast du überhaupt Bands geguckt? Ich habe ein paar gesehen, aber auch nicht gern. Ich dachte, du musst es arbeiten. Ich habe gearbeitet tatsächlich, aber ein paar habe ich gesehen. Bei ein paar stand ich auch vor der Bühne und ich habe, glaube ich, das Fazit für mich, dass keine so richtig abgelust hat. Das war alles stark. Alle Alles Bühnen haben stark. gut funktioniert, Ja. ob klein und groß. Alles stark. Also ja, auch klar, die Altbekannten haben natürlich geliefert, In Flames, aber auch Europe. Der Leppard, total Der stimmgewaltig, Leppard, war super. erste Mal in Wacken, war glaube ich echt ein Ritterschlag. Ich glaube, den hat es auch gut gefallen. Mit Joe Elliott habe ich mir das nicht nehmen lassen, habe ich dann nochmal schnell ein Foto gemacht. Ja, die Bands selbst waren ja alle geflasht, so Ja. Maschine Bier von Deutschrockgelände und Pudis war total geflasht eben. Das hat er nie mit gerechnet, dass es so abgeht, Ja. weil er natürlich nicht wusste, oh, okay, Metal-Fans hier und ich dann und so. Aber ja, solche Sachen funktionieren natürlich auch dann bei unserem Publikum. Da haben wir ja natürlich die besten Fans der Welt, die das so natürlich auch alles aufsaugen. Ja, und natürlich martialische Riesenshow, Sabaton am Schluss. Ja. Auch, da war mir schon bald ein bisschen viel Feuerwerk, oder? Ja, alle Ich auf allen Rohren ich dachte, gefeuert. ist jetzt schon Silvester, aber fett. Die haben sich auch echt ins Zeug gelegt. Ja, Powerboy haben auch alles reingeballert, was an Kohle geht. Und das ist das Geile, dass die Bands auch noch investieren in ihre Show. Nicht nur sagen, okay, komm da Wacken, nimm die Gage mit und spiel. Nein, dass sie natürlich auch sagen, okay, wir nehmen was von der Gage und hauen noch in die Shows rein. Das war ja immer Klassiker bei Inflames so. Und das war jetzt bei Powerwolf, Sambaton, die haben da wieder voll Pichi, was reingeballert. hattest du noch erwähnt? Vended und so? Ne? Vended waren Ja, absolut mega. toll. Ansonsten eine Band, die auch zum allerersten Mal da war Orbit Culture, Ja. die unglaublich gut waren. Habe ich aber nicht gesehen, habe ich verpasst. Also, Guter Lachs, war stark. Um Gottes, aber die... habe ich zum Glück Fantastisch. verpasst. Thomas mit Skyline, Thomas mit Skyline. Ja klar, doch, das habe ich sogar noch gesehen, Skyline. Ja, das war natürlich ein Highlight, also für mich jetzt auch. Das war Zufall, dass Alissa, wir wollten noch was für Socials machen. Dann habe ich gesagt, kommst du mit auf die Bühne, aber Skyline wussten das tatsächlich nicht. Und die Techniker auch nicht, also war ein bisschen ganz kurzer Panikanflug. Aber die hat das ja so geil gemacht. Und dann mit Dan, also die Kombi, also das ist ja irre, besser wie Cindy und Bert. Und Jenny hatte ja noch Linkin Park gecovert mit Skyline, war natürlich auch nochmal der Kracher. Ja. Wir hatten ja nicht nur Bands da, die zum ersten Mal da waren, wir hatten ja auch leider 2 Bands da, die ihre Abschiede hatten, Sepultura und Running Wild. Ja. Wie war das für euch? Also Sepultura Sepultura, war dick. ich bin ja so ein bisschen Kumpel mit Paulo, mit dem Bassisten. Das war irre. Ne? Und dann Bullhead unbedingt gucken. Also diese Fotoreportage, Wacken Through the Eyes Von of Derek. Ja, das stimmt. Und ich meine, es ist irre. Ne? Ich meine, sind das geile Typen. Ja. Und das ist ja auch, Holger und ich haben so ein bisschen eine History. Hier war ja in Wacken dann Paradise Lost und Sepultura. Das war damals ein Konzert.
was wir dann leider verlegen mussten, weil in Flensburg Handball gespielt wird. Die Story erzähle ich ein andermal. Aber das ist natürlich 93 war es, glaube ich. Ne? Ja. 93. Wir sind so lange mit der Band verbunden und Brasilien war, glaube ich, in diesem Jahr komischerweise, das war Länderschwerpunkt, würde ich fast sagen. Also wir hatten die halbe Motorhead-Crew da, die ja aus Brasilien kommen. Also die waren teilweise bei In Flames und teilweise bei Sabaton. Und viele Fans waren auch da aus Südamerika. Und viele Fans. Ne? Und die Fangruppe hat dann noch mal eine Brasilianerin, hat der das ermöglicht, hierher zu kommen. Die war auch wohl psychisch stark angeschlagen und wir haben ihr mit Wacken echt noch mal eine Freude bereitet. Ne? Und die war over the moon. Für mich ein paar Themen waren auf jeden Fall Hatebreed, Live Agony, POD, Ja. H-Blocks. All diese Dinge haben Ja. mir total gut gefallen. Ja, ja. Haben alle funktioniert. Ja. POD, also ich habe von vielen, darf ich ja nicht sagen, also habe ich auch verpasst. Ready or not, here come them boys from the south. Here come the ready or not. How you like me now? I said, here come the boom. Ready or not, 'cause here come them boys from the south. Sonntagmorgen, nachts um 1, The Limit. Oh mein Gott, ja. Das war Das cool. war großartig. Das war cool. Und die Mischung von Leuten. Also ich dachte, das ist jetzt ein Doom, Woodstock, Metal-Punk-Fest. Also mit Tanzen und dann irgendwo anders waren so 77 Punks und dann waren ein paar ganz junge Metal-Heads. Also es war irre. Bisschen surreal. So wollen wir sein. So wollen wir sein. Zurück zum Metal Battle. Da waren ja, glaube ich, dieses Mal Finalisten aus 31 Ländern da. Neben Force, die absolut wohlverdient gewonnen haben, habt ihr euch noch andere Gigs angeguckt vom Metal Battle? Ich habe echt tierisch Glück gehabt. Die Franzosen sind ein Geheimtipp. Und auch interessant war ja, dass Jury Votes und Public Vote gar nicht weit auseinander Auseinander waren. Das werten wir jetzt alles nochmal aus mit den Promotern. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Auch die Leute vor der Bühne, aber auch die Leute, die es dann leider nicht geschafft haben. Also wir hatten ja dieses Jahr ein Jury Vote, ein On-the-Ground-Vote und ein Internet-Vote. Und ja, also waren schon Unterschiede, aber es ist schon interessant, dass es dann doch in die gleiche Richtung geht und die Japaner waren auch gut. Also Japan ist im Metal Battle immer stark vertreten. Bulgaren. Und ich habe noch ein paar mehr gesehen, aber man muss das jetzt auch noch mal sortieren. Ich gehe da ja immer noch mal beim Sport machen, gucke ich mir ja einzelne Konzerte ganz an bei Magenta Music. Und das dann nochmal, dann kriegst du ja nicht alles mit. Also ich jedenfalls nicht.